This watch is of great value. A membership card for the London Crest Club. London Crest A Club. beautiful feather pen of a good make. An Mr. F. Wayne, Vater von Bruce Wayne, zukünftiger Batman, Geschäftsführer der Druckerei Wayne & Sons, Geschäftsführer von Wayne Enterprises, ansässig in Gotham City. Werter Mr. Wayne, Ihre Plakate für die große Ausstellung in Kew Gardens sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Montague Dunne. Die gesamte Belegschaft, das sind nur Dunne und... Wie hieß der andere? Und Martin Hamish. Das heißt, Martin Hamish war neidisch oder war wahrscheinlich sauer über solche Sachen. Er wollte die Position des Direktors. Ich möchte Direktor werden anstelle des Direktors. Ich möchte Kalif anstelle des Kalifen werden. Locked. Ach ja, der Gute ist nur gut. Ist nur Hamish. Gibt's hier was? Ich schaue mich erstmal um, bevor ich mich an die Leiche schmeiße. Die rennt mir jetzt nämlich auch nicht mehr davon. So, gut. Dann wollen wir mal schauen. First of all, let us carry out an external examination. Krampfende Finger. No redness, stings or bruises. Aber die Finger sehen doch so aus, als krampfen sie. Nothing suspicious here. Okay, dann sehen die Finger halt nicht so aus. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Das war schon alles? Das ist die gesamte äußerliche Begutachtung? The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Ooh. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Now, let us examine the internal organs. Du hast es ja eilig, den armen Typen aufzuschneiden. Wenigstens hat Watson Spaß bei der Arbeit. Was? Du nimmst einfach so die Lunge raus? The lungs are congested and edematous. Okay. Ach du grüne The Leute. tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Und dann geht's wieder rein. Alter, dieses Geräusch, wie es... Oh Gott, wie so ein Stöpsel. The heart's blood vessels show no pathological signs. Oh, Leute. The heart tissue shows no visible pathological signs. Naja, dafür haben wir ja schon an der Lunge was gefunden. The stomach tissues show no visible pathological signs. Das Zeug ist grün. Der Magen von dem Typen ist grün. Was soll, wie auffällig soll es noch sein? There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Dieses Geräusch, das ist doch nicht mehr normal, wirklich. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. My suspicions have been substantiated. Montague Dunne, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean... Yes, it is murder. We should inform Lestrade.
Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunne. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunne. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Holmes, dieser Frechdachs, hat immer wieder daran Spaß, wenn Leute sterben. Was? Auf jeden Fall fand ich schön den Spruch, beziehungsweise wie er mal in die Kamera guckt, so ganz unauffällig. So, hier, wir müssen uns drum kümmern. Ja, wir, Mr. Verdächtiger, Mr. Spieler. So, finden Sie heraus, wer Montague Dunne. Und alle Türen stehen uns offen, so heißt eine weitere Sherlock Holmes Folge. Dementsprechend war dieser Spruch mit dem Türenöffnen sehr schön in Verbindung mit dem, dass ich eine Folge jetzt aktuell so genannt habe. Untersuchen Sie die Gebäude in Kew Gardens und sammeln Sie Informationen. Okay, alles klar, alles klar. Erstmal Lestrade aufsuchen. Schließlich müssen wir ihm Bescheid geben, dass wir in einer Mordermittlung ermitteln. Locked. In einer Mordsache ermitteln. Naja, dass wir halt ermitteln wegen Mord, meine Güte. So. Locked. Okay. Lestrade, wo bist du? Mr. Holmes? Mr. Wachmann? A very good day to you, my friend. Is Inspector Lestrade in? I'm sorry, sir, but the inspector's absent at the moment. Na, umso besser. Dann kann er uns den Fall auch nicht wegnehmen. Dann können wir uns komplett selber drum kümmern. So, ab nach Kew Gardens. Auf und davon. Ich bin mal gespannt, ob meine Vermutung nach aktuellem Stand der stellvertretende Direktor war es richtig ist. Wir wissen natürlich, es kann sich Dinge verändern. Mit wachsendem Informationsstand über die Geschehnisse in Kew Gardens ist natürlich klar, dass sich Dinge auch verändern können. Wir schauen mal. Und die Frage ist, sollen wir eigentlich ein kleines Pipi-Päuschen machen? Wollt ihr auf Toilette? Habt ihr es nötig, gerade auf Toilette zu gehen? Ich meine, die YouTube-Leute können jetzt einfach Pause machen. Zum Beispiel jetzt. Ne, ich werde jetzt nicht 5 Minuten warten, bis die zurück sind. Sie haben Pause gemacht. Warum sollte ich denn jetzt warten, dass die auf YouTube zurück sind? Das können die selber regeln. Aber hier auf Twitch ist das mit dem selber regeln ja nicht so einfach. Von daher. So. Na komm, Kollege. Wir wollen dir auf den Zahn fühlen. Ach du Scheiße, haben wir viele Sachen. Okay, ich schalte auf Durchzug, sprich ich bin stumm und lass den Herrn mal reden, ne? Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunne? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic.
So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunne led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunne's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunne had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunne interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunne. And he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Now tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ja, das kam doch ein bisschen was Interessantes bei rum, von dem, was er so gesagt hat. Wöchentliche Inspektion. Jeden Dienstagmorgen führte Montague Dunne eine flüchtige Inspektion der botanischen Gärten durch. Seine Kollegen, vor allem Mr. Hamish, waren von dieser Angewohnheit nicht gerade begeistert. Ich dachte, hier arbeitet aber auch nur Mr. Hamish, von daher, wer außer ihm soll sich denn noch drüber aufgeregt haben, wäre dann die Frage. So, Albert, jetzt müssen wir mit dir mal reden, Kumpel. Ich glaube, bei dir wird es auch einen ganzen Schwung an, naja gut, nicht ganz so viele Fragen, aber ein paar Fragen. Insofern, ich bin wieder am Schweigen und lasse Albert das Wort übernehmen. Und keine Angst, Albert, dich werde ich nicht unterbrechen und werde dir keine schwierigen Fragen stellen. Das übernimmt Holmes. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens,
and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them, but I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Keine Angst, die Schlüssel besorgen wir uns auch noch. Darum kümmern wir uns, keine Angst. Vergiftung. Montague Dunne hat ein tödliches Pflanzengift eingeatmet, mit dem er ermordet werden sollte. Tödliche Pflanzen gestohlen. Einige der Pflanzen, die nach der Ausstellung gestohlen wurden, haben sich als tödlich für Menschen herausgestellt. Ja, das ist schon mal hier ganz interessant. Dann... Ups, jetzt habe ich den falschen Knopf. Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, zack. Dann Vergiftung. Dunne war eingesperrt. Montague Dunne war im Kolonialhaus eingesperrt. Er stieß gewaltsam die Tür auf und starb kurz darauf im Seerosenhaus. Ja, Alberts Ambition. Nach dem Tod seines Vaters verspürt Albert Dunne nun die Verpflichtung und auch die Ambition, die Leitung der botanischen Gärten zu übernehmen. Naja. Ob das so gut ist, weiß ich ja nicht. So, schauen wir mal. Dunne wurde vergiftet. Nachdem Montague Dunne im Kolonialhaus eingeschossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. Diebstahl und Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotischen Pflanzen, inklusive der tödlichen, nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen haben. Okay. Schauen wir mal, ob wir noch mehr kombinieren können. Okay. Zack und zack. Das also nicht. Seltsam, seltsam. Das auch nicht. Hä? Dann können wir aber auch momentan nicht mehr verknüpfen. Ne, aktuell können wir nicht mehr verknüpfen. Seltsam.